Also, Sport machen. Wer auch immer sagt, das macht Spaß, ne? In dem Areal kann man sich keine schlimmere Verletzung zuziehen. Kann das sein, dass mir sowas in so einer Situation passiert? Wenn ihr dann so da liegt, dass er weiß und auch daran glaubt, dass er wieder ganz, ganz stark Auf dem zurückkommt. Platz weint. Die anderen gehen wieder raus, die gehen Diagnosen, die keiner hören will. Natürlich hart arbeiten, um zurückzukommen. Fakt ist, das wird mich nicht abhalten vom Glauben. Ja, dann. Sag mal zu klopfen. Hier ist schon mit der Ort, wo ich mich am wohlsten fühle, weil ich hier einfach sein kann, wie ich bin. Hier bin ich komplett Benny, hier bin ich nicht Henrys oder sonst was. Die haben extra den ganzen Laden umgeräumt für mich. Früher sah das nicht so aus. Die haben extra gemacht für heute, damit das jetzt so Tiffany-Style schön ist. Eis, oder? Das ist schon krass, Bruder. Das ist schon sehr krass. Kannst du noch mal filmen kurz, wenn der hat das? Ich danke dir. Oh, das ist voll süß. Naja, ist ja auch Hobby-Barbier. Ich kann euch Videos zeigen. Stimmt. Hier Benny versucht sich gerade die Haare selber zu schneiden. Guck mal die Seite. Ja. Guck mal die. Die eine ist so, die eine. Das sah schon schlimm aus. Also ich hab's dann auch irgendwo gelesen, ich glaube auf Instagram. Ja, dann habe ich ihr sofort geschrieben. Ja, ist halt, ich denke, für Familie und Freunde ist das mal ein Schock, mich auf dem Feld zu sehen. Also, am schlimmsten war Cassie. Weil die dachte, ich kann dann einfach FaceTime machen, telefonieren, alles drum und dran. Ich dachte, ich bin so im Café oder so. Die ganze Zeit geschrieben, angerufen und sagt mir was. Und mein Vater auch natürlich. Tabea hat geschlafen, Mama aus Ghana. Aufpassen, Ausrufezeichen. Ich habe wahrscheinlich meine Achillessehne gerissen in der letzten Aktion im Spiel. Ich habe morgen MRT, melde mich dann. Hat sie es gelesen? Ich war krank. Ich war richtig krank und habe deswegen geschlafen. Und ich glaube, das war auch besser für uns beide, weil hättest du nicht geantwortet, ich wäre direkt nach München gefahren. Abends noch. Und direkt gekommen. Wer hat denn hier so geparkt? Das ist ja crazy. Ich sage immer, behandle andere Menschen, wie du auch behandelt werden willst. Es fragen oft viele, wie geht's denn dir? Wie geht's dir? Weil für dich ist es auch nicht einfach. Natürlich ist es für Benny Thema schwerer. Das sind dann so die kleinsten Kleinigkeiten, die auf einen zukommen, wenn man verletzt ist und auf Krücken ist. Schließ das an. Und warte, bis meine liebe Freundin mir einschult und dann mein Game Ready anmacht. Ich sehe es nicht als anstrengend an oder als, boah, jetzt muss ich das schon wieder machen. Ich will ja, dass es ihm gut geht. Ich will ja, dass er wieder so schnell wie möglich fit wird und auf dem Platz ist und einfach auch im Kopf glücklich ist, da er momentan nicht das ausüben kann, was er ja leidenschaftlich gerne macht. Ich hatte sehr Angst, wie er mit der Situation umgeht. Man macht sich natürlich Sorgen. Egal, was für ein Spiel du hattest, egal, auch wenn du nicht spielst, war er eigentlich wirklich nie so in so einer Situation gefühlsmäßig wie natürlich bei dieser Verletzung. Aber der ist wirklich so gut damit umgegangen. Auch daraus gelernt und Weiterentwicklung gemacht. Der hat das so gut angenommen, dass er sich nicht definieren lässt von der Situation, die er jetzt ist, sondern wirklich auch die Rückschläge, die er hatte, dass er das hinnimmt, einfach wieder aufsteht und auch wirklich jeden Tag nutzt, um wieder fit zu werden. Der ist so motiviert und ambitioniert und auch diszipliniert. Jo. Also, wir haben den Koffer gepackt. Wir gehen jetzt 5 Tage nach Salzburg, gehen 8 Tage nach Dubai, dann ganz kurz München, dann nochmal 4 Tage Salzburg. Ich bin einfach jetzt ein bisschen unterwegs und bleib dran, dass ich bald wieder normal gehen kann. Ich hier raus. Oh, sogar mit Krücken. So macht man das. Mach keine Faxen. Benny.
würde schon sagen, dass Dubai für mich jetzt gerade genau das Richtige ist. Zum einen, ich habe ja meine Freunde dabei, zum anderen wohnt ja mein bester Freund auch hier. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen so ein falsches Bild. Das ist ja dann nicht das Dubai, was ich aus dem Urlaub kenne, sondern ich arbeite halt wirklich hart. Alex hat mich begleitet, ist jetzt hier. Er ist in erster Linie im Austausch mit RB und mit dem APC in Österreich und er gibt dann immer Feedback, wie es aussieht. Wir wollen halt vermeiden, dass sich die Achillessehne überdehnt, dass sie länger wird, weil dann wird es sehr, sehr schwer. Deswegen ist mein Fuß ja immer noch in dieser Spitzfußstellung, dass er nach oben zeigt und bin ein bisschen weg von dieser ganzen Fußballblase gerade. Das tut mir schon sehr gut. Es sieht zwar nicht so aus, ne? Aber es ist echt anstrengend. Was ich sagen kann, ist, dass die Narbe auch echt gut aussieht. Schmerzempfinden ist auch echt gut. Was für mich wieder ein kleiner Sieg ist, ist, dass ich einen Hüftbeuger dehnen kann. Konnte ich vorher nicht machen, weil einfach zu viel Druck und zu viel Belastung auf der rechten Seite war. Für mich wieder ein großer Step, weil ich weiß, es geht wieder in Richtung Normalität. Dabei zu sein und ihn zu unterstützen, zu supporten, generell beim Sport, jetzt auch wenn er nicht verletzt ist. Ich mache auch selber gerne Sport. Und er sagt auch, ja, das hilft, dass du zum Beispiel so ein Mensch bist, weil dann sieht dann mich, wenn er an Tagen sagt, okay, zum Beispiel heute will ich keinen Sport machen, dann gehe ich früh ins Gym, der sieht das und sagt, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich muss mich jetzt zusammenreißen und auch gehen. Sport machen. Wer auch immer sagt, das macht Spaß, ne? Ich wollte gerade fragen, wie der Urlaub in Dubai ist. Urlaub? Ich hab mehr als du. Natürlich auch umgekehrt, wenn ich ihn trainieren sehe und er sagt, ja, mach mal diese Übung, ich bin sofort dabei, probiere mein Bestes. Geht nicht immer gut, aber man probiert's. Das ist eine Übung, die Casey mitmachen muss. Einfach so. Ich muss jetzt relativ viel die linke Seite stretchen und das ist so eine ganz banale Übung. Ich musste halt 30 Sekunden nur so machen. Sieht sehr, sehr einfach aus, aber für jeden, der das guckt, ihr könnt das gerne mal machen. Du ermüdest einfach. Einfach nur 30 Sekunden den Fuß die ganze Zeit so hochtappen, 10 Sekunden Pause und das 3-mal. Spätestens beim dritten Durchgang werdet ihr merken, das läuft nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Es gibt eigentlich keine Ausrede, du musst nur sitzen und dann kannst du die Übung machen. 5 Runden sind. 3 Runden? 3. Und du hast die erste Runde nicht 30 Sekunden durchgehalten. Ja, ganz gerne, ich sag's schon. Okay, dann jetzt. Setz dich hin. This is what I have to do and he said it's so easy. Die Steps werden immer kleiner. Das wird doch immer leiser. Oh, ist das mal mein süßer kleiner? Weil die erste Runde war ja schneller. Schon lange los? Nein, bei 20. Ja, mach mal! Warte, jetzt. Der hat 10 Sekunden. Der hat sich schon 10 Sekunden mehr Pause genommen. Das hat nicht viel gebracht, ehrlich. Was ist er denn für ein Typ eigentlich? Das kommt drauf an, wo wird das jetzt erstmal gezeigt, dass ich weiß, wie ich den beschreiben soll. Wir waren vielleicht 15, 16. Da haben wir uns das erste Mal wirklich gesehen. Da war ein Spiel von dem gucken und dann waren wir bei ihm zu Hause, haben Playstation gespielt, Sachen, an die man halt mit 15 macht. Es war uns schon immer klar, dass er schon einen Schritt voraus ist. Er wollte schon immer Profi werden, aber nicht nur Profi werden, einfach nur im Kader sein, sondern er wollte auch direkt spielen. Ich war Youth League Spiele von ihm gucken, ich war Bundesliga Spiele von ihm gucken. Und da hat man schon gesehen, er ist nicht nur körperlich besser, sondern auch mental viel schneller. Ich weiß noch, als er seinen Profivertrag unterschrieben hat, sehr, sehr glücklich. Sein erstes Profidebüt war gegen Dortmund. 3-0 waren die noch am Verlieren, aber für uns war das wie ein Sieg. Er muss tatsächlich sagen, er ist 1:1 dieselbe Person wie heute. Hat sich nichts geändert.
hat sich wirklich nichts geändert. Vielleicht so ein bisschen verantwortungsvoller, aber sonst mit Reife und so ist nichts passiert über die Jahre. Der Typ lacht ja immer, der singt immer, der redet mit jedem. Er hat sehr, sehr viel Energie und bringt auch immer gute Laune mit. Auch die Leute, die ihn von früher aus kennen, sagen das immer wieder über Benny. Von Nachbarn zu Leuten, die ihn von der Schulzeit noch vielleicht kennen. Hey! Saifi! Saifi! Hamoudi! Bilal! Wir haben ihn an verschiedenen Zeitpunkten kennengelernt. Auf jeden Fall über 10 Jahre. Ich damals über einen gemeinsamen Freund auf der Kirmes in Opladen, direkt am Landrat-Lukas-Gymnasium. Ich glaube, das Erste, was er gemacht hat nach der OP, ist Witze gerissen. Auch an dem Tag vor der OP, wo ich und Bilal durch die Tür kamen, er hat sich extrem gefreut erstmal, aber er hat durchgehend Witze gemacht. Ne? Also er ist positiver Mensch, also durchgehend positiver Mensch. Einfach die ganze Situation, wie das Ganze passiert ist, letzte Minute, Ferien standen an, Urlaub mit der Familie, Weihnachten, alles drum und dran und das Spiel war schon verloren. Er geht wirklich unfassbar professionell an die Sache und vor allem, was ihm auch wirklich gut tut, ist, dass er viel darüber redet. Ja, und dass er sich nicht alles in sich reinfrisst. Und das ist so unsere Rolle. Ne? Wir gucken einfach, ihn so gut es geht wie möglich zu unterstützen. Ich glaube aber, das tun wir untereinander. Tut das jeder für den anderen, egal in welcher Lebenssituation. Sei es Verletzung, sei es mal eine schlechte Phase, die man durchlebt. Und ich glaube, das macht letzten Endes Freundschaft aus. Weil er das wirklich lebt. Er macht es nicht für die Kamera, er macht es nicht für uns, er macht es nicht für die Fans, er macht es nicht fürs Geld, er macht es nicht für den Verein, er macht es für sich selber. Und da merkt man auch wirklich, dass dahinter auch nur das ganz normale 14-jährige, 15-jährige Kind dahinter steckt, das einfach nur Fußball spielen will und erfolgreich dabei sein will. Ich weiß, dass Benny mental stark ist, aber auf dem Platz, alles was mit Training zu tun hat. Es war aber eine ganz andere Sache, weil da war der fit, hat aber nicht performen können. Wie ist es jetzt, wenn Benny nicht fit ist und deswegen nicht performen kann? Über die Jahre wird man stärker mental und kann auch mit solchen Sachen umgehen. Seine Religion bringt ihn halt auch wirklich so weit, wie er jetzt auch gerade ist. Das stärkt ihn halt auch wirklich, so dass er auch direkt... Ich wusste, das war ein Fehler. Ich wusste, es war ein Fehler, den hier hinzurufen. Ich sag's euch jetzt schon. You had one job. Du warst so tief drin. Es stand für uns nie zur Debatte, ob Benny, was Reha angeht, überhaupt da wieder hinkommt, wo der hingehört. Man muss sich eher bei ihm fragen, dass er nicht zu viel tut. Ein paar Stunden nach der OP war es auch schon so gut wie die Reha hat jetzt angefangen. Ich warte nicht, bis der Schuh weg ist, ich warte nicht, bis ich zu Hause bin. Es hat jetzt angefangen. Er ist halt wirklich voll und ganz Profi. Also ich sag ehrlich, wir sind auf dem Boot nur für die Doku. Es ist so kalt, wir wurden verarscht. Wir haben viel zu viel bezahlt für das Boot, aber kommen gute Aufnahmen bei raus. Es spielt für uns gar keine Rolle, wo wir sind. Es ist einfach nur das Wichtige, dass wir miteinander sind. Ich weiß auch ganz genau, wenn man jeden Tag dasselbe macht und vor allem in so einer schwierigen Zeit, kommt man sich so vor, als ob man in einem Hamsterrad gefangen ist und man kommt nicht wirklich voran. Es ist schon wirklich so ein Privileg, hier zu sein. Man kann aber richtig so reflektieren, nachdenken darüber, in welcher Situation man eigentlich ist. Natürlich bin ich gerade verletzt und ich kann gerade nicht normal laufen, aber ich bin Fußballprofi, ich lebe meinen Traum. Und in so einer schweren Phase habe ich dann die Möglichkeit, andere Sachen zu sehen. Also Benny ist ein sehr, sehr dankbarer Mensch, dass ich jetzt auf ihn so aufpasse, meine Bedürfnisse natürlich zurückstelle. Man fühlt es automatisch bei ihm, dass er das von Herzen schätzt. Ansonsten natürlich die positive Ausstrahlung, die er hat. Es ist ansteckend, wenn er so durchdreht und lacht und die Musik anmacht und. Das passiert so oft. Oh, Positivity! Always negativity! Thank God I found you! Hey. You are my destiny! Never mind, I'll find someone like you! I wish
sieht dann nur so Lifestyle vielleicht, man sieht, du bist Profi, man sieht all diese ganzen Sachen. Aber manchmal bin ich bei ihm eine Woche und da sehe ich den in dieser Woche nur 3 Mal. Weil er ist ja irgendwo hingeflogen, kommt dann wieder, ist dann wieder nur ein paar Stunden da, hat er geschlafen, wieder 2-mal Training. Und das ist dann halt ein Riesenrhythmus, was das ganze Jahr lang geht. Generell bezogen auf die Beziehungen, die ich habe, also meine Familie auch. Ich sehe die halt echt sehr selten. Ich denke mal, auch um meinen Geburtstag herum kriege ich bestimmt dann vielleicht mal 3 Tage, wo ich in meiner Familie einfach sein kann. Und das sind Momente, die ich dann wirklich zu schätzen weiß. Ich muss an meinen Vater eigentlich immer zwingen mitzukommen. Also komm, wir gehen zum Friseur, er sagt, ich war doch schon vor 3 Wochen. Das hat doch Einfluss auf deine Gesundheit. Je öfter ich zum Friseur gehe, desto besser wird Achilles. This is a business card. It's business card rules. This is not short. No. Und Prince kommt auch aus Ghana, meine Mutter auch. Vor meinem Wechsel zu Monaco war ich das erste Mal bei Prince. Das heißt, ich war 21, glaube ich. Morgen werde ich 28. Also 7 Jahre jetzt schon. The person who helped my life most is him. Why? To see all the footballers, Yeah. he'll give them that exposure. Ich bin dann hingegangen, und dann sind immer mehr Spieler hier hingekommen und ich war der Erste. Real loud noise, you know? Like a bang, and was so loud and I knew directly, okay, this is serious. Als Vater fühlt man sich da etwas hilflos, weil man will dahin. Ich habe sofort versucht, die Leute zu erreichen, die Verantwortlichen von RB. Er hat in dem Moment halt, ich sage es immer noch mal so, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, weil es Benny ist. Aber ich habe schon gespürt und gemerkt, es ist eine krasse, starke Veränderung. Es ist immer noch so, wenn ich die Szene sehe. To me, I want to see him every day playing, and he's injured. World Cup is coming, national team, everything, and my brother is down. No. Es gibt Tage, die sind fantastisch, wo Benny anruft und einfach sagt, Junge, oh, mir geht's gut, ich kann mich wieder toll bewegen. Dann gibt es auch wieder andere Tage, wo man wirklich merkt, ich war stolz in dem Moment, als ich gesehen habe, dass Benny einfach das jetzt annimmt und sich nicht zurückzieht, sondern nicht irgendjemand dafür schuldig macht, sondern dass es einfach passiert ist und dass er jetzt daraus wieder Kraft schöpft. Sobald er Menschen um sich hat, die ihm was bedeuten, also die ihm eng sind, dann ist er immer gut drauf. Geburtstage sind Benny generell sehr wichtig, also nicht nur sein Geburtstag, sondern auch zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe oder die Schwester. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass er an seinem Geburtstag mit seinen Ängsten sein konnte, weil das ist ja nicht immer möglich. Grüße aus Ghana. Mama, sing, sing, sing. Sing, the camera's on you now. Oh mein Gott. Ich kenne meinen Sohn ja nicht nur als lebenslustigen Benny, der mit allen Leuten gut zurechtkommt. Ich kenne ihn halt auch als einen Jungen, der auch ab und zu Angst hat, der Zukunftsängste hat, der Träume hat. Er braucht jetzt kein Superstar zu sein, er braucht kein Fußballer zu sein. Benny ist Benny, Benny ist mein Sohn, den kenne ich schon, ja. Dem habe ich schon die Windeln gewechselt. Also ich kenne meinen Sohn und ich bin stolz auf meinen Sohn. Egal, ob er Fußballer ist oder nicht. Ich bin stolz auf das, was er geleistet hat. Und das wird er auch immer wieder gesagt bekommen und das von der ganzen Familie. Familie. Wie schon, dass du geboren bist. Sonst hätte ich dich sehr, sehr vermisst. Dass das erste Mal Weihnachten war ohne meine Familie. Und damit ich mir das vorstellen kann, wie das war, hat sie mir Bilder gemalt. Das ist der Mont Blanc. Das ist der Mont Blanc. Und die dick beschneiten Tannen. Wenn ich den jetzt reinmache, okay? Dann bin ich ja morgen wieder fit und kann wieder laufen. A Prince is born. Es war ja mal vor 28 Jahren, haha, alter Sack. Happy Birthday to you. Ey, alles Gute, Bruder. Bruder, du bist auf Kamera, sing weiter. Guck mal, was die gemacht hat. Ich bin 8 geworden. Ja, 38 vielleicht. Ja, 28.
Die hat die Zeit einfach kaputt gemacht. Du bist schon 28, Bruder. Du bist auch nicht jung? Ich bin 24. Aha. Tut weh noch immer? Ja, kommt drauf an, was passiert, ne? Ja, mein Vater, der läuft einfach dagegen manchmal und so, der... Ach so. Er passt nicht auf. Er muss schon testen ein bisschen aufpassen. Nein, aber sonst geht in die richtige Richtung. Also wenn du immer wieder mich in diese kleine Bild reintust, ich werde angucken. Ich mache bei der zweiten Folge, für dieses Foto, dass die draufklicken, mache ich nur dein Gesicht, okay? Ich bin gar nicht drauf, nur du. Du und ich. Okay, danke, Bruder. Ich erlaube dir. Ey Bruder, vielen lieben Dank für den Anruf, Mann. Ich wünsche dir ein gutes Spiel und ganze Familie Henrys supportet dich. Gutes Geburtstag, es wird immer gleich, Bruder, und du wirst nur älter. Selber. Dankeschön. Gerne doch. Okay. Oh. Das ist sehr, sehr stramm, Mann. Dankeschön. Happy Birthday. Das sind ja Situationen, die du nur kennenlernst, wenn du in so einer Situation bist. Wenn man jetzt das Positive daraus zieht, aus der Verletzung, ist es natürlich gut, dass wir jetzt diese Zeit erlebt haben, weil schwere Zeiten, ne? Und das schweißt natürlich Freundschaften, Familien oder generell zusammen. Also neben seiner Familie sind, glaube ich, seine Freunde wirklich alles. Also das lässt er uns immer wieder spüren und das sagt er uns auch immer. Ich bin in meinen Augen nicht mit einem Profi befreundet. Für mich ist es bis heute noch lustig, wenn ich Leute sehe, die Bilder mit dem schießen wollen. Bis heute sehe ich das und denke mir, warum zittern die? Obwohl er Fußballer und so ist, ein extrem einfacher Typ ist im Kern. Das sieht man, glaube ich, daran, dass seine 3 besten Freunde komplett nicht in diesem Fußballbusiness sind und keiner von uns irgendwie extrem rich ist oder so. Wir sind alles 3 normale Jungs. Bei uns sind die besten Geschichten oder die besten Abende immer zu Hause passiert. Klar gehen wir auch raus und klar haben wir auch draußen Spaß und so, aber wir brauchen nicht viel. Ne? Gib uns einen Tisch, gib uns 2, 3 Kartenspiele und wir haben den besten Abend, den es gibt. Wenn er mal hier in NRW ist, gucken auch wir, dass wir die 2, 3 Tage, die er dann hier ist, so oft mit ihm verbringen wie möglich. Vorne Kaiserschnitt. 1, 2, 3, 4, 5. Die Situation ist jetzt da. Er kann jetzt nichts ändern. Er kann nicht spielen, er kann sich nicht zeigen. Er muss sich um sich selbst kümmern. Ansonsten habe ich einen Spruch, den sage ich immer, bevor er auf den Platz geht. Also jedes Mal schreibt er mir immer, kurz bevor er rausgeht. Und dann sage ich immer mal, just give your best and God will do the rest. Und das gebe ich ihm mit.